Stell dir vor, du wettest mit jemandem auf steigende Aktienkurse. Wenn er gewinnt, teilt er den Gewinn. Wenn er verliert, trägst du den Verlust allein. Könntest du jetzt denken, das macht niemand. Aber genauso läuft es bei vielen aktiv gemanagten Fonds mit der sogenannten Performance Fee. In dieser Folge zeige ich dir, wie das genau funktioniert und auf was du als Anleger unbedingt achten solltest. Mein Name ist Felix Nieder, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Die Fondsindustrie steht schon länger unter Druck, nicht nur regulatorisch, sondern auch finanziell. Der Grund sind ETF, also börsengehandelte Indexfonds, die immer beliebter werden. Sie setzen traditionelle Fonds massiv unter Druck. Um dagegen zu halten, werden Fondsanbieter kreativ bei den Gebühren. Statt einfach nur hohe Verwaltungsgebühren zu verlangen, erfinden sie immer mehr komplizierte Modelle. Eines davon ist die Performance Fee, also eine Art Gewinnbeteiligung für den Fondsmanager. Auf den ersten Blick tönt die Idee nicht schlecht. Der Fondsmanager hat einen Anreiz, mehr für die Anleger rauszuholen. Beide gewinnen, wenn es gut läuft. Aber wie sieht das genau aus? Die häufigste Form ist eine prozentuale Beteiligung am Gewinn. Normalerweise gibt es eine Schwelle, die sogenannte Hurdle Rate. Das ist die Rendite, ab der Performance Fee überhaupt fällig wird. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ein Fonds verlangt eine Grundgebühr von 1,5% pro Jahr. Zusätzlich verlangt er eine Performance Fee von 20%, aber nur auf der Rendite, die 5% übertrifft. Das heisst, wenn der Fonds weniger als 5% Gewinn macht, wird keine Performance Fee fällig. Nur die Grundgebühr von 1,5%. Wenn aber der Fonds in einem guten Jahr 10% Gewinn macht, zahlst du eine Performance Fee. Sie wird auf die Differenz von 10% und der 5% Hürden erhoben. Die Differenz ist 5%. 20% Performance Fee von diesen 5% sind 1%. Also 1,5% Grundgebühr und 1% für Performance Fee. Das heisst, total zahlst du jetzt 2,5% Grundgebühr für dein gesamtes Vermögen im Fonds. Aber wieso ist das Modell problematisch? Erstens, in einem guten Jahr nimmt der Fondsmanager einen Teil der positiven Rendite weg. In einem schlechten Jahr sitzt du auf dem vollen Verlust. Zweitens sind die Modelle eher kompliziert. Viele Privatanleger haben weder Zeit noch Geduld, sich mit all dem zu beschäftigen. Sie vertrauen einfach darauf, dass es schon richtig gemacht wird. Und was theoretisch gut tönt, kann falsche Anreize setzen. Fondsmanager werden mit diesem Gebührenmodell dazu verleitet, mehr Risiko einzugehen, als in deinem Interesse liegt. Wenn es gut läuft, gewinnt der Fondsmanager. Wenn es aber schlecht läuft, verliert er kein eigenes Geld. Das Modell ist für dich schlecht, weil es asymmetrisch ist. Aus genau diesen Gründen würde ich bei Fonds mit Performance Fee sehr vorsichtig sein. Bei TrueWealth gibt es keine Performance Fee. Wir setzen auf ETF und Indexfonds ohne versteckte Kosten. So verzichten wir auf falsche Anreize und unsere Kunden und Kundinnen profitieren optimal vom Markt. Welche Erfahrungen hast du schon gemacht mit Performance Fee oder anderen komplizierten Gebührenmodellen? Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir ein Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.